Willkommen zum 6. Teil meiner Gitarren-Challenge, zum letzten Teil, zumindest jetzt für diese erste Challenge. Und du bist vielleicht schon durch diese ersten 5 Stufen der Challenge durch und hast dir die Frage gestellt, Mist, ich kann das jetzt alles noch nicht so genau und noch nicht hundertprozentig, ist auch überhaupt kein Problem. Ja? Es geht einfach darum, wenn du eine Challenge noch nicht sofort gemeistert hast, nimm dir ruhig auch die Zeit, sie zu meistern, ne? Und daran zu arbeiten. Das Wichtigste ist, dass du den Grundgedanken dahinter verstehst, dich einfach zu einem cooleren, noch besseren Musiker, Gitarristen zu machen, wobei da auch sehr allgemeingültige Tipps für Musiker bei waren in dieser Challenge. Und ich freue mich jetzt wirklich sehr, dir dieses letzte Video hier bei der Challenge zu präsentieren, weil da kommt jetzt alles so ein bisschen zusammen, was wir jetzt im Laufe dieser Challenge hier erarbeitet haben. Und ich verspreche dir jetzt schon, wenn du sowas spielst, mit diesen Griffen, die wirklich, ja, ich sag mal, nicht so schwer sind, wirst du wirklich die Leute richtig um dich herum beeindrucken. Du wirst selber unglaublich viel Spaß haben, sehr geilen Sound aus deiner Gitarre rausholen. Und wie gesagt, das Ganze lebt dann auch wieder von der Dynamik und ich stelle dir diese Herausforderung hiermit, das mal auszuchecken. Folgendermaßen. So, was habe ich hier gemacht? Was ist jetzt die Herausforderung? Mehrere Dinge gleichzeitig mal wieder. Zum einen, das ist das Coole an der Sache, es ist ein Griff die ganze Zeit, den du nur verschiebst. Das ist nämlich ein Power-Chord-Griff, den ich hier ab der A-Seite starte. Ich habe jetzt hier begonnen beim E-Power-Chord im 7. Bund auf der A-Seite mit dem Zeigefinger, Ringfinger und kleiner Finger im 9. Bund auf der D- und G-Seite. Und dann musst du dafür sorgen, dass die restlichen Seiten aber auch frei schwingen können. Das macht diesen fetten Sound aus. Das ist die erste Herausforderung quasi. Der Anschlag ist im Prinzip andauernd runter, hoch. Das kannst du dann steuern durch die Härte, mit der du anschlägst, ne? Dass du eben sagst, ich schlage auch mal ganz soft an. Oder stärker. Du kannst dann Betonung legen, das ist die dritte Herausforderung. Also Griff, Wechselschlag und dann kannst du Betonung legen, wo du willst. Und dass du mal sagst, ich mache einen Aufschlag einmal stärker oder mal einen Abschlag. Den ersten Schlag habe ich jetzt lauter gespielt. Ich schlage immer noch hoch runter und habe jetzt aber immer die Aufschläge etwas lauter als die Abschläge gespielt. Dadurch entstehen so dynamische Unterschiede, die das Ganze einfach total interessant, ich lobe mich hier die ganze Zeit selber, ich hoffe, du verstehst, wie das gemeint ist, die den Unterschied ausmachen zwischen langweilig und interessant. Und jetzt kannst du hier wieder, das ist das Geile an der Sache, den Griff eigentlich fast wahllos verschieben. Je nachdem, wo du bist, baut dieser Griff dann eben mehr Spannung auf. Zum Beispiel alles einen Bund höher geschoben. Total spannungsgeladener Griff. Wow. Ja, also da geht es einfach darum, eine Spannung aufzubauen, ne, durch so Dissonanzen oder vermeintlich schiefe Akkorde irgendwie, die dann aber aufzulösen zu einem Punkt, wo man sagt, hey, da bin ich zu Hause, da ist meine Basis irgendwie, da klingt es sauber und rund. Und davon gibt es ein paar Stellen. Und, aber du kannst eigentlich sogar bis einschließlich vom Zeigefinger aus gesehen 12. Bund oder sogar noch höher, je nachdem auf was für einer Gitarre du spielst, auf einer E-Gitarre kommt noch was höher, also auf einer akustischen, verschieben wie du willst. Es liegt immer daneben eigentlich ein Griff, der wieder schöner klingt, sage ich jetzt mal. Ja? Das siehst du hier alleine.
das ist die nächste Herausforderung quasi jetzt in diesem Video. Ja? Du hast jetzt den Griff gemeistert, du kannst den Anschlag, du kannst Akzente im Schlag setzen, du hast ein bisschen damit rumgespielt, zu gucken, wo klingt es extrem spannungsgeladen, wo ist es eher etwas harmonischer. Und dann kannst du jetzt innerhalb dieses Griffes an bestimmten Stellen auch noch diese Variationen einbauen. Das habe ich ganz am Anfang des Videos gemacht. Ich habe hier bei diesem ersten Griff im 7. Bund einfach mal den kleinen Finger hochgehoben, den Mittelfinger dafür in den 8. Bund auf der G-Seite gesetzt, dass ich das hier habe. Kleiner Finger runter, kleiner Finger hoch. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie du mit dieser Challenge zurechtkommst. Schreib mir das in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Hiermit hast du wirklich ein sehr imposantes, fettes Klangbild auf deiner Gitarre am Start, mit dem ich sicher bin, dass du dich selber und alle um dich herum total flashen wirst, wenn du da diese Challenge gemeistert hast. Ja? Insofern viel Spaß beim Ausprobieren. Abonniere den Channel hier unten und erzähl es weiter Oma, Opa, Tante, Onkel, dass sie alle diese Challenge mitmachen und mal ausprobieren auf der Gitarre. Ne? Also es ist mir auch eben wichtig zu vermitteln, man kann sehr viel erreichen, wenn man sich ein paar Gedanken dazu macht, vor allem wie ich es spiele. Ja? Das hat erstmal gar nichts damit zu tun, dass ich mir die Finger total krass verbiegen und vielleicht mit irgendwelchen total komplizierten Akkorden oder sowas. Es geht einfach darum, so das Wichtigste aus dem rauszukitzeln, was du vielleicht schon drauf hast. Und dafür ist diese Challenge auch gedacht, dass du, was ich ganz am Anfang versprochen habe, zum Gitarrenmeister wirst. Natürlich gibt es immer mehr noch zu lernen. Es hört nie auf, sozusagen, das ist ja auch das Geile an der Sache. Ja? Du kannst immer wieder was Neues lernen, irgendwas Spannendes kennenlernen. Es geht mir am laufenden Band so, dass ich irgendwo jemanden sehe und denke, wow, was ist das denn? Ja? Und das finde ich ist das Geile an der Musik. Deswegen verzag nicht, hab keine Angst, dass du das irgendwie nicht packen könntest oder so. Diese Challenge soll dich einfach richtig motivieren, die Gitarre anzupacken, einen geilen Sound rauszuholen. Und ich freue mich schon von dir zu hören und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ich bin der Hannes. Ciao!